Der heutige Tag ist ganz dem Colorado-Nationalmonument gewidmet. Am gestrigen Tag sind wir vom Black Canyon über die Grand Mesa in das Colorado-Nationalmonument gefahren. Zwischendurch regnete es schon und es wurde immer schlimmer. Die Nacht waren mehrere Gewitter, die über uns hinwegzogen. Auch der heutige Tag sieht nach Schauern und Gewittern aus. Noch hält sich der Regen zurück und so nutzen wir die Zeit, um an der Rimstraße entlang zu fahren und die Aussichtspunkte zu genießen. Es ist schon fantastisch, die Sicht hier von den Bergen. Unten im Tal ist der Colorado River mit Grand Junction und wir sind 500 Meter höher hier. Zu der 23 Meilen langen Rim-Tour sind wir am Sattelhorn Campground gestartet. Und jetzt schauen wir in das Monument Valley. Kurz nachdem wir den Grand Viewpoint besucht haben, fing es an zu regnen. Und wie schnell das geht, dass hier das Wasser fließt, sieht man hier im Video. Als wir 2016 im Mai hier waren, hatten wir weit über 30 Grad Wärme und da sah die Gegend ganz anders aus als heute bei Regen. Noch bestaunen wir den Wasserfall. 10 Minuten später ist es nur noch ein Rinnsal. Irgendwann vor vielen Hunderten von Jahren geschah es, dass dieser Felsen abbrach von der Gesamtwand. Inzwischen hat sich erstmal das Wetter etwas beruhigt, sodass wir unsere Besichtigungstour auf der Rimstraße fortsetzen konnten. Wie man unschwer erkennen kann, ist der kräftige Schauer inzwischen über Grand Junction gezogen und regnet sich dort ab. Kurz hinter dem Oberloch von Red Canyon sind wir von der Rimstraße abgebogen und fahren nach East Glade Park. Dies ist ein kleiner Ort hier auf dem Hochplateau und kurz hinter East Glade Park finden wir eine Arche, die wir im Internet gefunden haben und die wir besichtigen wollten. Leider ist das Gelände ein Privatgelände, sodass wir die Sandsteinbrücke nur aus der Ferne beobachten können. Aber gleich gegenüber war eine Ranch, auf der ein Sammelsurium von Windrädern zu sehen war. Und so sieht der Anfang einer Sandsteinbrücke aus. Aber dazu müssen wir noch mehrere tausend Jahre warten.
Da das Wetter inzwischen sehr schlecht wieder geworden ist, fahren wir nach Grand Junction zu Famous Dave's und essen Spare Ribs. Ein Bison oder ein Rind hat 12 Rippen und 6 Rippen ist ein Halfrack. Für jeden von uns 3 haben wir einen Halfrack bestellt und genießen das zarte Fleisch. Nach dem Essen fahren wir wieder zurück zur Rimstraße und fahren Richtung Campground. Unterwegs beobachten wir viele Widder am Straßenrand. Es ist auch wenig Betrieb jetzt. Momentan können wir nur die Gegend aus dem Auto heraus genießen. Es regnet stark und Nebel hat sich auch ausgebreitet. Wir sind am Campingplatz vorbeigefahren und fahren hier nach unten Richtung Fruita. Die Straße führt über 2 Tunnel abwärts. Danach halten wir an und betrachten den Balanced-Rock, der hier zu sehen ist. Leider ist die Sicht sehr schlecht, sodass er nur undeutlich hervortritt. Nachdem wir unser Wohnmobil gewendet haben, fahren wir wieder bergan. Und siehe da, wir haben wieder Begegnungen mit mehreren Widdern, die hier am Straßenrand essen. Wir können schon gucken. Es ist schon eine interessante Sicht, die wir hier haben. Knapp unterhalb der Wolkenuntergrenze schauen wir über das große Tal des Colorado Rivers. Ein neuer Tag beginnt. Das Wetter zeigt sich wesentlich verbessert gegenüber dem gestrigen Tag und unser Sohn will die Rimstraße mit dem Fahrrad entlangfahren. 700 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen. Wir fahren ihm hinterher und genießen auch bei schönerem Wetter heute die Aussichten von den Aussichtspunkten. Die regenträchtige Front ist noch nicht nach Norden rausgezogen. Wir fahren dem Wetter hinterher an diesem Tag. Schauen wir nach Süden, von da kommt aber das schöne Wetter. Die hier angebotenen Trails im Park sind gut für Mountainbiker geeignet
Aber leider nicht nach diesem Wetter von gestern, denn es ist reichlich Schlamm vorhanden. Nach der Tour durch den Schlamm mussten wir erst das Rad hier säubern, ehe wir es verpacken konnten. Und dann ging die Fahrt nach Norden weiter. Grand Junction liegt auf 1400 Meter und das ist die nordöstliche Begrenzung des Colorado-Plateaus. Wir verlassen die Ebene des Colorado Rivers und fahren bei Fruita nach Norden in das Rowan-Plateau. Das ist immerhin über 2500 Meter hoch. Nach dem Pass geht es stetig und langsam wieder bergab bis auf 1600 Meter. Nachdem wir die Stichstraße Harbors Corner Road erreicht haben, geht es wieder stetig bergan bis auf 2300 Meter. Sehr interessant ist hier die Erdgeschichte zu beobachten, wie sich eine Schicht auf die andere aufbaut und das in unterschiedlichen Farben. Nachdem wir den Endpunkt der Straße erreicht haben, gehen wir auf dem Harbors Corner Trail bis zum Aussichtspunkt Richtung Steamboat Rock. Auf der einen Seite des Weges fließen die Hänge sanft in die anderen Ebenen über und auf der linken Seite sehen wir in die Schlucht des Green Rivers. Es ist einfach ein fantastischer Ausblick hier am Trail-Endpunkt. Der Sonnenstand hebt insbesondere die vielen farbigen Schichten der Erde hervor. Außerdem sehr interessant die Schluchten des Green Rivers und des Yamba Rivers hinter dem Steamboat-Felsen und dann der Zusammenfluss. Wir stehen hier und genießen einfach das Farbspiel der Sonne an den Felsen und die schönen Wolken im Hintergrund. Langsam sollten wir aufbrechen, sonst erleben wir hier noch die Dunkelheit. Leider gibt es hier im Nationalpark keinen Platz, wo wir über Nacht stehen dürfen. Aber 20 Kilometer rückwärts die Straße biegt rechter Hand eine unbefestigte Straße ab und dort dürfen wir stehen, weil es freies Land ist. In der Nacht hatten wir reichlich Schauer und Gewitter. Früh hängen noch die Wolken in den Bergen. Wir verlassen unseren Platz, wo wir übernachtet haben, und fahren auf der Harbors Corner Road noch einmal Richtung Ende. Wir haben gestern wegen des späten Nachmittags nicht alle Aussichtspunkte besucht und sehen uns das heute an. Hier haben wir den schönsten Blick auf den Steamboat Rock und das hätten wir verpasst, wenn wir nicht noch einmal zurückgefahren wären.
Hier am zweiten Teil vom Dinosaurier Nationalpark gibt es einen Visitor Center, den wir besuchen und anschließend in die Halle zu den ausgegrabenen Dinosaurierknochen fahren. Ausgegraben ist eigentlich falsch. Dadurch, dass die Erde sich gefaltet hat und hier Wände senkrecht stehen, hat man die Halle über die Knochen gebaut, und wenn man die oberste Erdschicht abklopft, sieht man die Knochen darunter. Außerhalb der Halle führt ein Wanderweg entlang von solchen steilen Wänden, an denen die Knochen frei liegen und besichtigt werden können. Am Fluss Green River im Dinosaurier Nationalpark. Wir haben noch viel vor. In 5 Tagen haben wir einen Campingplatz im Yellowstone gebucht, und weil jetzt erst Mittag ist, bleiben wir nicht hier, sondern fahren weiter Richtung Norden zur Flaming Gorge National Recreation Area am Green River. Von der Flaming Gorge Area fahren wir weiter dann Richtung Shoshone Nationalforest bis Thermopolis. Dort gehen wir baden und dann geht es in den Bighorn Nationalforest, ehe wir über Cody den Yellowstone Nationalpark erreichen.